Hallo allerseits, ich hoffe es geht euch allen gut. Und ich werde heute hier in die Rolle einer Wunscherfüllerin schlüpfen, denn vor einer Weile schon wurde ich von einer lieben Person angesprochen, ein Tutorial zu dieser Pop-up-Box-Karte zu machen. Und ich dachte, warum eigentlich nicht? Die Karte, die ihr hier sehen könnt, ist eines älteren Datums und ich werde heute eine neue nach demselben Prinzip machen. Zuerst wird ein Basiselement aus festem Karton, zum Beispiel 300 Gramm pro Quadratmeter benötigt. Ein Schema habe ich euch ins Video gehängt. Ihr könnt das Video auf Pause stellen und das Schema übertragen. Das Stück ist also 29 cm lang und 13,8 cm hoch. Im Schema seht ihr magentfarbene Linien, die von der oberen Kante bis zur Mitte gehen. Diese sind Schnittlinien. Dann gibt es blaue Strichlinien, das sind Falzlinien. Die Ecken habe ich abgerundet, aber das ist optional. Die Falzlinien falte ich zu beiden Richtungen und ziehe sie gut mit dem Falzbein nach, damit sie gut funktionieren und nichts irgendwo hängt. Jetzt klebe ich die Basis zu einer Boxfigur an der Klebelasche an, falze nochmal nach und teste die Funktionsweise. Wenn ich präzise gearbeitet habe, wird es auch gut funktionieren, ansonsten muss man etwas nachjustieren. Nun hänge ich noch den zweiten Teil mit der schematischen Darstellung an. Jetzt konzentriert ihr euch bitte vorerst auf die Elemente mit den Buchstaben B und C. Diese Elemente werden aus demselben unifarbenen Karton benötigt, aus welchem auch die Basis ist, und zwar beide jeweils 2 Stück. Die Klebelaschen sollten nun gefaltet werden und ins Innere der Box eingeklebt und an der Kante ausgerichtet werden, damit sie schön gerade sind. Jetzt lasst uns nochmal das Schema anschauen. Hier gibt es noch Teile, die als D1, D2, D3, D4 und D5 bezeichnet sind. Das sind Teile aus Designpapier. Ich habe die allgemeine Anzahlen dieser Teile im Schema angegeben, aber aus welchem Bogen, wie viele Teile ihr haben wollt, das ist eurem Geschmack überlassen. Ich zeige euch, wie ich es in meiner Pop-up-Karte gemacht habe. Für dieses Projekt habe ich mir ebenso eine Kollektion von Graphic 55 ausgesucht, wie damals auch, aber diesmal heißt die Kollektion Nature Sketchbook. Für die vorderen 3 Klappseiten der Box habe ich mich entschieden, geschwungene Tags auszuschneiden. Das ist natürlich alles optional. Ich habe diese Elemente mit dem Plotter ausgeschnitten und auf doppelseitigen Schaumstoffklebeband aufgeklebt. Alternativ kann man die Teile natürlich auch mit der Stanzmaschine ausschneiden, wenn man entsprechende Stanzform hat, oder einfach nur Quadrate ausschneiden und mit einem Randstanzer Kanten verzieren, oder es gibt auch solche Scheren, die kennt ihr bestimmt alle, die so verschiedene gezackten Ränder schneiden können. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man solche hübschen Tags schneiden kann. Auch das Stempeln der Punktemusters ist optional. Auf jeden Fall, wenn man auf Genauigkeit steht, sollte man den Schritt natürlich machen, bevor man die Tags aufklebt, nicht so wie ich das gemacht habe.
So, für die außenliegende Seiten der Box wähle ich ein anderes Papier aus. Ich habe dafür einfache Quadrate und ein Viereck mit abgerundeten Ecken vorbereitet, aber ich zeige euch meine vorige Karte nochmal. Hier sind zum Beispiel nur die unteren Quadrate gestaltet. Das kann man sich natürlich so frei aussuchen, wie man das machen möchte. So, nun, wenn alle Seiten beklebt sind, gehe ich zum Thema Verzierung über. Dafür benötige ich einige ausgeschnittene Elemente. Dazu eignen sich Blumen, Blätter, Zweige, Schmetterlinge hervorragend. Daher ist meine Wahl auch auf diese Kollektion gefallen, da es hier davon reichlich Motive gibt. Bei der Wahl, welche Elemente wohin positioniere ich so, dass große Sachen nach hinten, mittlere und kleine entsprechend auf den mittleren und vorderen Steg kommen. Manche Motive, zum Beispiel Schmetterlinge und diesen Grashüpfer hier, befestige ich auf einem Streifen fester Plastikfolie. Dadurch wird Leichtigkeit suggeriert, bzw. es sieht so aus, als ob sie sich in der Luft befinden. Mit den Teilen, die im Schema D5 genannt sind, plane ich die inneren Stege zu dekorieren. Ich verziere mit Hilfe eines Randstanzers die obere Kante und klebe sie dann auf die Stege. Ich habe dann noch ein hübsches langes Grasstängel mit Schmetterling übrig, den klebe ich auf die hintere lange Seite. Die Beschriftung möchte ich auch aus Einzelbuchstaben machen, dafür schneide ich aus dem Bogen Sechsecke aus. Man kann dafür auch Kreise ausstanzen oder natürlich auch fertige Buchstaben nehmen. Als Variante kann auch ein Spruch vorne auf das Klappelement gestempelt oder geschrieben werden. Ich entscheide mich dafür, die Buchstaben zu embossen und sie dann auf Plastikfolienstreifen im Chor der Schmetterlinge tanzen zu lassen.
versehe die Buchstabenecken mit etwas Glitzer und einige ausgeschnittene Elemente kriegen auch was davon ab. Ich weiß, dass einige mit diesem Papierhersteller nichts anfangen können, weil sie die Designe nicht gut finden. Und dann gibt es wieder welche, die sie so derartig lieben, dass sie deshalb nicht zerschneiden mögen. Ich habe früher zu der zweiten Sorte gehört, aber irgendwann habe ich dieses Gefühl überwunden und zerschneide auch die Papiere von Graphic 55. Und meine Frage jetzt an euch: Und zu welcher Kategorie fühlt ihr euch zugehörig? Ihr Lieben, ich freue mich, wenn meine 3D-Pop-Up-Karte bei euch Anklang findet und wenn ihr in diesem Tutorial etwas Nützliches für euch findet. Falls ja, bitte lasst mir einen Daumen hoch da und schreibt mir gerne etwas ins Kommentarfeld unten. Vielen Dank dafür, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben!